Was sind die positiven und negativen Nebenwirkungen von Yoga? Was sind die positiven und negativen Nebenwirkungen vom Yoga? Yoga hat eigentlich positive Wirkungen. Nebenwirkung ist die Wirkung, die kommt, die man vielleicht erstmal nicht beabsichtigt hat. Und da kann Yoga sehr viele positive Nebenwirkungen haben. Jemand übt Yoga, um sein Kopfweh loszuwerden, Kopfweh verschwindet und ein Mensch hat als Nebenwirkung zusätzlich mehr Energie, Rückenprobleme verschwinden auch. Er spürt seine Mitmenschen besser und plötzlich merkt er, dass irgendwo ein künstlerisches Talent und das er seit Jugend nicht mehr gelebt hat, plötzlich irgendwo wie sich wieder hörbar macht. In diesem Sinne kann Yoga viele Nebenwirkungen haben. Nebenwirkungen im Sinne von vieles, was in einem angelegt ist, bisher vielleicht entweder unterdrückt wurde, nicht gelebt wurde oder vielleicht wegen mangelnder Energie sich nicht hörbar machen konnte, kommt an die Oberfläche. Das ist eine Nebenwirkung. Und dass Menschen gesünder leben. Viele empirische Untersuchungen haben gezeigt, Menschen, die mit Yoga anfangen, leben auch sonst gesünder. Gestalten ihre Ernährung gesünder, machen vielleicht noch andere Sport und gehen geschickter mit sich und mit der Umgebung um. Also viele positive Nebenwirkungen. Negative Nebenwirkungen vom Yoga müsste ich länger nachdenken. Es kann höchstens sein, wenn jemand zu viel Yoga übt, kann auch vorkommen. Es kann irgendwo, wenn etwas gut ist, will man es natürlich noch mehr machen. Und bei vielem macht es die Dosis aus. Es gibt manche Menschen, für die ist es gut, eine Weile, viele Stunden am Tag Yoga zu praktizieren. Es gibt aber auch manche, wenn sie es übertreiben, werden sie vielleicht zu durchlässig. Und dann können auch vielleicht zu viele Prozesse in Gang gesetzt werden. Auch aus diesem Grund ist ein Yogalehrer, eine Yogalehrerin hilfreich. Sie kann dann nämlich sagen, ja, ich merke irgendwo, ich glaube, du übertreibst das etwas. Das könnten weniger positive Nebenwirkungen sein. Eine andere Nebenwirkung kann auch sein, das wird man vielleicht am Anfang als weniger positiv sehen, wenn man bisher in etwas steckt, was einem überhaupt nicht entspricht, dann wird man vielleicht als die Kraft bekommen, daran etwas zu ändern. Also in diesem Sinne müssten auch Arbeitgeber vorsichtig sein, wenn sie ein Unternehmen haben, das Strukturen hat, die überhaupt nicht gesund sind, dann den Leuten nur einen Yogakurs finanzieren, hätte nicht nur positive Wirkungen. Die Mitarbeiter wollen nachher was ändern. Dazu muss dann auch ein Unternehmen bereit sein. So wie es eine Studie gibt, die gezeigt hat, dass Kinder, die in der Grundschule mit Yoga beginnen in der 1. Klasse, die bekommen nachher sehr viel mehr Empfehlungen für Gymnasium nachher als Parallelklassen, die kein Yoga gemacht haben. Aber die Lehrer kriegen auch mehr Feedback. Die Schüler lassen sich nicht gefallen, wenn der Unterricht einfach nur 0815 und Standard ist und der Lehrer gelangweilt vorne ist. Die Schüler fordern dann einiges ein. In diesem Sinne, wenn Menschen Yoga machen, Yoga ist das Gegenteil von Opium für das Volk. Yoga hilft im Gegenteil, dass Menschen mehr zu sich selbst stehen, mehr das umsetzen, was in ihnen steckt und von ihren Mitmenschen vielleicht auch einiges fordern. Das kann als Nebenwirkung durchaus haben, dass ein Arbeitgeber sich ein bisschen darauf einstellen muss, vielleicht auch Partner. Aber ich will jetzt keine Ängste erzeugen. In der großen Mehrheit der Fälle, wenn jemand mehr Entspannung, mehr Energie, mehr Liebesfähigkeit hat, werden die Partnerbeziehungen vertieft. In der Mehrheit der Fälle, wenn jemand mehr Entspannung, mehr Energie hat und mehr Einfühlungsvermögen mit seinen Mitmenschen, wird er auch an seinem normalen Arbeitsplatz ein effektiverer und zufriedenerer Mitarbeiter sein. Gibt es Gefahren auf dem Yoga-Weg? Kann zum Beispiel jemand, der Yoga übt, abheben? Es kann passieren, dass jemand, der sehr viel Yoga übt, auch abhebt. Das ist tatsächlich eine gewisse Gefahr. Man darf die Erdung nicht verlieren. Yoga kann einem helfen, mit seinem Alltag mehr zurechtzukommen. Yoga kann einen aber auch dazu verleiten, praktisch irgendwo dem Alltag wegzuschweben.
Da ist schon eine gewisse Gefahr und da sollte man durchaus aufpassen. Wobei die Antwort auch nicht immer so einfach ist. Es gibt viele Aspiranten, die über mehrere Monate intensiv praktizieren. Ich selbst hatte auch solche Phasen gehabt, wo ich mehrere Monate lang viele Stunden am Tag praktiziert hatte, auch die Kontakte zu meinen Mitmenschen reduziert hatte, sehr intensive spirituelle Erfahrungen gemacht hatte, aber danach voll da war und dann die Kraft bekommen habe, sehr viel zu bewegen und zu initiieren. So ist es nicht ganz so einfach festzustellen, hebt jemand gerade ab oder hat er gerade eine Phase, wo er viel spirituelle Kraft sammelt. Menschen, die schon eine psychische Vorerkrankung haben, im Sinne von Schizophrenie oder irgendwo histrionische Persönlichkeit, also überschwängliche Persönlichkeit oder solche, die sich immer zurückziehen will von allem, da muss man aufpassen, wie wirkt das Yoga. Das Yoga kann stabilisierend wirken, es kann harmonisierend wirken, es kann erdend wirken, es könnte aber noch mehr abhebend wirken. Also hier ist dann auch wieder ein guter Yogalehrer, Yogalehrerin gefragt, der oder die das dem entsprechenden Teilnehmer dann auch sagt. Aber wiederum, die Gefahren werden übertrieben manchmal. So groß ist die Gefahr nicht. Also von den mehreren Millionen Leuten, die Yoga üben, da gibt es vielleicht ein paar Dutzend, die ein bisschen zu sehr abheben. Wenn es ein paar hundert sind, wäre es viel. Also die Gefahr ist nicht übermäßig groß. Die Gefahren, kein Yoga zu üben, überwiegen bei weitem. Kann mich praktiziertes Yoga aus meinem Gleichgewicht bringen oder aus einem festgefahrenen Leben werfen? Und kann eine solche Krise auch eine Chance sein? Yoga kann sehr wohl einem helfen, aus festgefahrenen Situationen rauszukommen. In diesem Sinne kann Yoga dort wirklich eine große Hilfe sein. Yoga kann einem helfen, auch aus etwas rauszukommen, was krank macht oder was einem nicht gemäß ist, was seinen Fähigkeiten nicht entspricht. Und das kann durchaus auch zu einer vorübergehenden Krise kommen. Krise kommt ja eigentlich vom griechischen Ausdruck Wandlung. Yoga gibt einem die Kraft, das zu ändern, was man eigentlich schon eine lange Zeit vorher gemerkt hat, das will ich ändern. In diesem Sinne kann Yoga dort sehr positiv sein, aber vorübergehend auch mal in die Krise bringen im Sinne von, man merkt, so geht es nicht weiter. Aber jeder wird feststellen, mittelfristig wird das helfen zu etwas Positivem. Ich kann jedem nur empfehlen, Yoga zu üben. Yoga hilft, gesünder zu werden, mehr Energie zu bekommen, hilft, mehr zu sich selbst zu kommen, Kräfte, die in einem schlummern, zum Vorschein zu bringen. Yoga hilft, seinen Alltag mit mehr Engagement leben zu können. Yoga hilft, seine Mitmenschen mehr zu spüren, sich mehr verbunden zu fühlen mit der Erde, Schönheit mehr wahrzunehmen, letztlich sich mehr zu öffnen für eine höhere Wirklichkeit. Yoga bereichert das Leben in so vielen Teilen. Und meine wichtigste Empfehlung wäre dann einfach beginnen und voranzuschreiten. Man braucht sich nicht zu viel Gedanken zu machen, ist das der richtige Yogalehrer, die richtige Schule. Wenn man anfängt, Yoga hilft erstmal mehr zu sich selbst zu kommen. Dann vertraut man so seiner eigenen inneren Stimme und der äußeren Führung. Man wird dorthin geführt werden, was gut für einen ist, wenn man ansonsten den gesunden Menschenverstand benutzt. In diesem Sinne, mein Meister hat gerne gesagt, 1 Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie, aber manchmal braucht man Tonnen von Theorie zur Inspiration für 1 Gramm Praxis. So mein Rat wäre, beginnen mit Yoga, mit Meditation oder was auch immer für Praxis es sein mag und dann schauen, wie sich es entwickelt und was sich daraus entwickelt. So wünsche ich auch allen Hörern dieses Kanals gute Praxis und viel Freude beim Yoga.